DIY-Gartenprojekte für die kalte Jahreszeit. Kreatives aus Natur. Materialien. Servus. Und hallo, hier ist deine Garten Lea. Wenn du nachhaltige Gartenideen liebst und es feierst, mit Naturmaterialien etwas Schönes zu zaubern, dann klick jetzt kurz auf Abonnieren. So verpasst du keine meiner winterlichen DIY-Projekte. Heute wird's kreativ, gemütlich und richtig magisch. Schaut mal raus in den Garten. Alles kahl, alles grau. Im Winterschlaf? Stellt euch vor, wir könnten diese leeren Ecken in ein kleines Paradies verwandeln. Und das so gut wie kostenlos. Die meisten Leute hängen die Gartenhandschuhe an den Nagel, sobald das letzte Herbstlaub gefallen ist. Aber ich sehe das anders. Für mich startet jetzt eine der kreativsten Phasen des ganzen Jahres. Eine Zeit, in der wir nicht mit teurem Zeug aus dem Baumarkt hantieren, sondern mit den Schätzen, die uns die Natur direkt vor die Füße legt. In diesem Video zeige ich euch, wie wir aus ganz einfachen Naturmaterialien, die ihr im Garten oder beim nächsten Spaziergang findet, 3 wunderschöne und nützliche Projekte für die kalte Jahreszeit zaubern. Wir machen nicht nur Deko, wir schaffen Lebensräume und hauchen dem Garten eine Winterseele ein. Zusammen bauen wir ein artgerechtes Insektenhotel, das im Frühling nur so summen wird. Dann gestalten wir ein wunderschönes, rustikales Pflanzgefäß für winterharte Pflanzen und zum Schluss lassen wir unserer Fantasie freien Lauf und erschaffen eine kleine Gartenskulptur, die garantiert zum Hingucker wird. Bleibt dran, es wird gemütlich, kreativ und fühlt sich einfach gut an. Das nützliche Insektenhotel. Als erstes widmen wir uns einem Projekt, das mir wirklich am Herzen liegt. Es sieht nicht nur toll aus, sondern macht auch einen echten Unterschied. Ein Insektenhotel. Viele von den Dingern, die man kaufen kann, sind leider oft nur Deko und für die Tiere kaum zu gebrauchen. Wir bauen heute eine einfache, aber super effektive Variante, die Wildbienen und andere Nützlinge lieben werden. Was brauchen wir? Schaut euch mal um. Das meiste habt ihr bestimmt schon da. Als Rahmen nehme ich eine alte Holzpalette, die ich zersägt habe. Eine alte Holzkiste oder ein paar stabile Bretter tun's aber auch. Hauptsache, das Holz ist unbehandelt. Für die Füllung war ich auf Schatzsuche. Bambusrohre aus dem Garten, hohle Stängel von letztjährigen Stauden, trockene Holzscheite aus Laubholz. Ganz wichtig, kein Nadelholz. Das ist oft zu weich für saubere Bohrlöcher, kann splittern und das Harz könnte die feinen Flügel der Insekten verkleben. Dazu noch eine Handvoll Tannenzapfen und etwas Stroh für die Lücken. An Werkzeug braucht ihr eine Säge, einen Akkuschrauber mit verschiedenen Holzbohrern von 2 bis 9 Millimetern, Schleifpapier und ein paar Schrauben. Der erste Schritt ist der Rahmen. Ich habe meine Palettensektion so vorbereitet, dass sie eine Rückwand hat. Das ist super wichtig, denn die Brutröhren müssen hinten geschlossen sein, damit die Brut geschützt ist. Wenn ihr eine Kiste nehmt, ist das schon perfekt. Ich spendiere dem Ganzen noch ein kleines Dach mit Überstand, damit es nicht direkt in die Eingänge regnet. Ein altes Brett oder ein Stück Rinde sind dafür ideal. Jetzt kommt der spaßige Teil, die Füllung. Ich starte mit den Holzscheiten. Hier ist ein bisschen Sorgfalt gefragt. Ich bohre in das trockene Laubholz Löcher mit verschiedenem Durchmesser. Wichtig ist, dass die Löcher mindestens 10 Zentimeter tief sind, aber nicht komplett durchgehen. Und jetzt der Profi-Tipp. Nach dem Bohren nehme ich mir die Zeit und glätte jedes Loch von innen mit Schleifpapier. Scharfe Kanten oder Splitter wären für die zarten Flügel der Wildbienen fatal. Als nächstes kommen die Bambusrohre und Pflanzenstängel dran. Die schneide ich auf eine Länge, die etwas kürzer ist als die Tiefe meines Rahmens, so bleiben sie vor Regen geschützt. Die Schnittkanten glätte ich auch hier ganz leicht. Diese Röhren bündle ich und stopfe sie fest in eines der Fächer. Die unterschiedlichen Durchmesser sind wie eine Einladung für verschiedene Wildbienenarten. Manche mögen's eng, andere brauchen mehr Platz. Die restlichen Fächer fülle ich mit Tannenzapfen und lockerem Stroh auf. Das sind tolle Winterquartiere für Marienkäfer oder Florfliegen. Man kann auch einen Bereich mit Lehm füllen und kleine Löcher reindrücken. Das lieben zum Beispiel Lehmwespen. Wenn alles drin ist, klopfe ich den Rahmen einmal sanft ab, damit alles festsitzt. Fertig ist unser Grand Hotel für Nützlinge. Der perfekte Standort ist sonnig, warm und windgeschützt, am besten mit der Öffnung nach Süden oder Südosten ausgerichtet.
hängt es mindestens 1 Meter über dem Boden auf, um es vor Feuchtigkeit und neugierigen Tieren zu schützen. Es ist so ein gutes Gefühl, etwas zu bauen, das nicht nur den Garten schmückt, sondern im Frühling hunderten kleinen Helfern ein Zuhause gibt. So, das Hotel für unsere kleinen Freunde steht. Wenn ihr die Idee genauso feiert wie ich, der Natur etwas zurückzugeben, dann schmeißt mir doch einen Daumen nach oben für das Video. Das hilft mir riesig und macht Lust weiterzumachen. Das dekorative Pflanzgefäß. Kümmern wir uns jetzt mal um was fürs Auge und verwandeln einen langweiligen Topf in ein rustikales Schmuckstück. Wir schnappen uns die leeren Kübel, die im Winter oft so traurig aussehen, und verpassen ihnen mit Naturmaterialien eine komplett neue Identität. Was brauchen wir dafür? Die Liste ist wieder herrlich kurz und kostenlos. Ich habe hier einen alten, frostfesten Terrakottatopf. Wichtig ist nur, dass der Kübel den Winter übersteht. Zink, robustes Holz oder eben frostfester Ton sind super. Dann habe ich beim Spaziergang gesammelt. Eine große Tüte voll Moos, einen Haufen Gerader, fingerdicker Äste, ein paar besondere Zweige mit Flechten und eine Rolle Juteschnur. Für die Bepflanzung habe ich mir winterharte Pflanzen geholt, die auch bei Kälte eine gute Figur machen. Ich habe mich für eine Kombi aus einer rotblättrigen Skimmy, die tolle Farbakzente setzt, etwas Efeu für den malerischen Überhang und einer kleinen Winterheide entschieden. Zuerst verkleiden wir den Topf. Ich nehme die geraden Äste und kürze sie alle auf dieselbe Länge, ein kleines Stück höher als der Topf. Jetzt stelle ich die Äste dicht an dicht um den Topf herum auf, wie ein kleiner Palisadenzaun. Damit das Ganze hält, umwickle ich es zweimal fest mit der Juteschnur. Einmal oben, einmal unten. Ich ziehe die Schnur richtig straff. Das gibt nicht nur Halt, sondern sieht auch noch wunderbar rustikal aus. Jetzt kommt das Moos ins Spiel. Ich liebe das Arbeiten mit Moos. Es fühlt sich an wie ein weicher, grüner Zauberteppich. Die Lücken zwischen den Ästen stopfe ich vorsichtig damit aus. Das isoliert den Topf zusätzlich und gibt ihm so einen verwunschenen Look, als stünde er schon ewig im Wald. Und nun wird gepflanzt. Zuerst eine Drainageschicht aus Steinchen oder Tonscherben in den Topf, damit keine Staunässe entsteht. Das ist im Winter super wichtig, weil gefrierendes Wasser die Wurzeln sprengen kann. Darauf kommt gute Kübelpflanzenerde. Die Skimmy setze ich als Star in die Mitte. Ihre roten Blätter sind ein Knaller im winterlichen Grau. Drumherum kommen die Winterheide und an den Rand der Efeu, damit er schön über die Äste nach unten ranken kann. Zum Schluss noch ein bisschen Deko. Die besonderen Zweige mit den Flechten stecke ich einfach zwischen die Pflanzen. Sie geben dem Ganzen noch etwas Höhe und eine fast schon mystische Textur. Und jetzt schaut euch das mal an. Aus einem simplen Topf ist ein echtes Schmuckstück geworden, ein kleiner, lebendiger Winterwald für die Terrasse. Man kann es kaum erwarten, dass der erste Schnee darauf fällt und alles mit Puderzucker bestreut. Das Projekt zeigt perfekt, wie man mit ein paar Handgriffen aus alt etwas völlig Neues und Lebendiges machen kann. Die kreative Gartenskulptur. So, nach nützlich und nützlich dekorativ kommt jetzt die Kür. Das rein kreative Austoben. Wir bauen eine kleine Gartenskulptur, ein Mobile- oder ein Landart-Objekt. Hier gibt's keine festen Regeln, nur eure Fantasie. Es geht darum, einen künstlerischen Blickfang zu schaffen, der die pure Schönheit der winterlichen Natur feiert. Was brauchen wir? Quasi nichts. Ein paar biegsame Zweige, zum Beispiel von Weide oder Hasel. Je frischer, desto besser lassen sie sich formen. Ein paar schöne, unterschiedlich große Steine. Ich habe flache Flusskiesel und einen größeren, markanten Stein als Basis. Dünnen Draht oder eine robuste Schnur zum Verbinden. Das war's. Der Rest ist pures Experimentieren. Ich habe mich für eine Art schwebendes Mobile entschieden, das an einem größeren Ast hängt. Als Basis dient mir ein stabiler, schön geformter Ast, den ich in einer kahlen Gartenecke zwischen zwei Pfosten befestige. Das ist die Bühne für unser Kunstwerk. Jetzt forme ich die Elemente, die ich aufhängen will. Zuerst die Weidenzweige, einen biege ich zum Kreis und verzwirble die Enden. Einen anderen forme ich zu einem Herz. Das ist wie Zeichnen in der Luft, nur mit Naturmaterial. Ich mache 3, 4 solcher Formen, manche rund, manche ganz frei. Hier zählt nur, was euch gefällt. Als nächstes die Steine. Ich nehme meine flachen Kiesel und den dünnen Draht und umwickle jeden Stein kunstvoll, sodass ein kleines Netz entsteht, an dem ich ihn aufhängen kann.
Das ist ein total meditativer Moment. Man spürt das kühle Gewicht des Steins in der Hand und sieht den schönen Kontrast zwischen dem metallischen Draht und dem organischen Stein. Und jetzt kommt der aufregendste Teil, das Komponieren. Ich nehme Schnüre in unterschiedlichen Längen und hänge meine Elemente, die Zweigformen und die Steine, an den Basisast. Ich spiele mit den Höhen und Abständen, bis eine ausbalancierte, aber trotzdem lebendige Komposition entsteht. Ein schwerer Stein unten als Gegengewicht, eine leichte Zweigform, die sich im Wind drehen kann. Ein Tanz der Materialien. Und da hängt sie, unsere ganz persönliche Gartenskulptur. Sie fängt das schwache Winterlicht ein, spielt mit dem Wind und sieht bei jedem Wetter anders aus. Ein Regentropfen auf einem Stein, raureif auf einem Zweig, sie lebt. Solche Projekte sind für mich der Inbegriff von Wintergartenmagie. Sie kosten nichts, nur etwas Zeit und verwandeln eine vergessene Ecke in eine kleine Kunstgalerie unter freiem Himmel. So, treten wir mal einen Schritt zurück und genießen, was wir da geschaffen haben. Hier unser fertiges Insektenhotel, das geduldig auf seine summenden Bewohner wartet. Daneben unser wunderschöner, rustikaler Pflanzkübel, der Farbe und Leben in die Kälte bringt. Und über allem schwebt unsere einzigartige Skulptur. Ein kleines Kunstwerk aus dem, was die Natur uns geschenkt hat. Wir haben heute gesehen, ein Garten muss im Winter alles andere als leblos sein. Mit ein paar kostenlosen Materialien und Lust am Selbermachen können wir nützliche Lebensräume schaffen, wunderschöne Deko gestalten und kreativ sein. Wir haben nicht nur Dinge gebaut, wir haben dem Garten unsere persönliche Note gegeben und ihn in ein kleines Winterwunderland verwandelt. Ich hoffe, diese Projekte haben euch inspiriert, selbst rauszugehen und die Schätze vor eurer Haustür zu entdecken. Die kalte Jahreszeit ist einfach perfekt, um zur Ruhe zu kommen und etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen. Jetzt bin ich natürlich neugierig, welches der 3 Projekte hat euch am besten gefallen? Das nützliche Insektenhotel, das dekorative Pflanzgefäß oder die kreative Skulptur? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen und freue mich riesig auf eure Gedanken. Wenn ihr mehr solcher DIY-Projekte für Garten und Balkon sehen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr nichts. Danke, dass ihr dabei wart und euch habt inspirieren lassen. Habt eine wunderschöne kreative Winterzeit, macht's gut und bis zum nächsten Mal, deine Garten Lea.